Guten Morgen. Ja, guten Morgen aus Horb. Genau an der Stelle haben wir euch ja gestern verabschiedet und heute starten wir den zweiten Tag. Und wie ihr seht, die Sonne scheint. Ja, das wolltest du doch noch eigentlich ich überleiten zur E-Bike-Ladestation, die wir da hinten gesehen haben. Die zeigen wir euch jetzt mal, wie das da aussieht. Stimmt, So. da war was. So sieht die Ladestation aus, hat halt, ich glaube, 8 Stellplätze, 4 links, 4 rechts. Und dann gibt es hier verschiedene Kabel. So sehen die aus. Hier unten mal. Dieser hier scheint mir wie Bosch auszusehen. Allerdings hat der nur 3 Pins. Meiner hat 5 Pins, das kann ich euch hier mal zeigen. Das ist etwas komisch. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich hier mein Rad laden kann. Aber es gibt ja in der Mitte noch Schließfächer mit einem Stromanschluss. Da kann man das schließen, drückt auf Start, 1, 2, 3, 4, gibt einen personalisierten Code ein und drückt auf das Schloss. Ja, jetzt ist zu und jetzt hat man halt diese 12 Stunden Zeit, den Akku zu laden. Und das reicht natürlich und danach wird das Fach automatisch wieder geöffnet. Also dann könnte eine dritte Person den Akku einfach wieder rausnehmen. Finde ich gut, ist eine klare Regelung. 12 Stunden sollten reichen. Ist ja dazu da, um die Dinger zu laden und nicht zu parken. Und jetzt machen wir uns auf den Weg Richtung Esslingen. 95 Kilometer. Na, Anne, du bist gut eingepackt? Ja, ich hätte es besser wissen müssen. Horb, da war mal was mit Handschuhen. Ja. Und leider habe auch ich sie heute vergessen. Ja, wir fahren jetzt los um 9:30 bei 3 Grad. Ja, es ist schon frostig. Jetzt kommt die Sonne raus. Die Sonne. Blitzeblauer Himmel. Ja. Wup, wup, wup. Jetzt fahre ich hier fast ins Grüne. Das ist auch eine Fensterfront. Da kommt Licht in die Bude. Der erste Anstieg des Tages. Ein kleiner. Ein kleiner, genau. Und Ja. Wir sind ganz froh, denn ist man nicht mit 25 km/h unterwegs, sondern eher mit 18 oder so oder 16. ja. Tut der Fahrtwind nicht so weh an den Händen. Der gegenüberliegende Hang liegt in der Sonne. Wir sind hier noch eher im Schatten unterwegs. Aber das wird sich später sicherlich ändern. Die Sonne kommt zu uns. Ja. Es war jetzt heute eigentlich nur bewölkt angesagt, aber bis jetzt gibt es reichlich Löcher in der Wolkendecke. Und das ist die Kochertalbrücke, oder? Sicher nicht. Kleiner Insider im Hause Dorn. Also ich finde, man muss noch mal eindeutig hervorheben, Anne ist so ein, ja, weiß ich auch nicht. Was kommt jetzt? Schaut euch sie an. Ja? Und immer noch gute Laune. Ihr ist so eisekalt, das kann man dir praktisch ansehen. Das kann man mir ansehen. Ja, an den Händen ist mir kalt. Also ihr seht, Mario ist ein bisschen besser ausgestattet als ich, weil er hat nämlich natürlich seine Handschuhe dabei. Ja. Auch mit dem Buff?
Und heute trägt auch er einen Buff. Gestern war er ganz eisern. Aber ich glaube, heute brauchen wir mal alle Schichten, die wir dabei haben. Klingel, klingel. Die neuen Fahrradüberzieher. Ja. Also sind eigentlich die Schuhüberzieher gegen Regen. Jetzt nutzen wir das mal gegen Wind. Genau, wir testen das jetzt mal aus. Wir sind in Rottenburg. Ich blende euch hier mal eben die Route von Komoot ein. Mein Komoot-Profil findet ihr auch wie immer in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr die Touren für euch übernehmen, nochmal vielleicht ein bisschen anders planen und dann nachfahren. Noch 10 Kilometer bis Tübingen. Und wir sind jetzt aktuell auf einer Ebene. Und hier pfeift der Wind halt komplett entgegen. Wir fahren, glaube ich, gleich rückwärts. Ja, wird Zeit, dass wir mal wieder in eine engere Schneise kommen, wo der Wind nicht so Tempo aufnehmen kann. Ja, und dann wird es ein bisschen erträglicher. Ja, sun is shining. So, ich habe den Eindruck, es wird wieder schön. Ui, die Blüten fliegen hier. Ja, man könnte auch meinen Schnee. Ja, von den Temperaturen an Füßen und Händen passt. Aber es ist April. Ja. Frühling. Und warte mal eben. Ja. Gut, hat funktioniert. Man kann ja schlecht die Hände von den Lenkern nehmen. Deswegen muss ich hier aktuell mal die tropfende Nase stillen. Hier ist das Lager für diese Tübinger Boote. Ja, das Wetter wird gerade ein bisschen freundlicher. Und wir suchen jetzt mal einen aufwärmenden Kaffee und vielleicht ein Bäckerteilchen. So, was sagt uns das Radwegschild? Jo. Da vorne stand gerade, dass dieser Radweg frei für S-Pedelecs ist. Habe ich auch zum ersten Mal gesehen. Also die bis zu 45 km/h unterstützen. Ich finde, das sieht aus wie ein blitzeblauer Himmel. Vielleicht ein paar Wolken ausnahmsweise drumherum. Ja, zur Dekoration. Ja, ach, da war dieses hier, ja. Dieses Charter Cube-Projekt. Da ist noch eine Ladestation. Wir fahren hierher. Und Anne, was macht
das Kälteempfinden? Ja, also jetzt so in der Sonne, es wird immer besser. Meine Zehen müssen noch auftauen. Die sind jetzt gefühlt noch ein bisschen Schrumpelig? eingefroren. Aber ich würde sagen, jetzt langsam kommt doch die Sonne raus und es wird wärmer. Ja, mittlerweile ist das Wetter echt toll. Anne, wo kommt denn die nächste Mutterkuhherde? Du hast die doch bestimmt alle im Blick. Ich brauche jetzt erstmal Energie. In Neckar-Denzlingen? Ja, Okay. unmittelbar sofort. Neckar-Denzlingen, da geht's jetzt zum Rewe. So, Anne hatte ihre Banane und einen Kaffee. Genau. So passt der Helm nicht mehr, glaube ich. Nicht? Nee. Ja, jetzt geht's weiter. Auf nach Esslingen. Und wir hoffen, die Sonne begleitet uns mal noch wieder ein Stückchen. Ja. Ja, es hat sich wieder zugezogen. Anne sieht immer noch witzig aus. Ja, es ist echt frisch. Anne sagte gerade, heute haben wir wirklich die ganze Zeit guten Untergrund, guten Belag. Und 100 Meter später Kies. Aber gut, an einem See kann das schon mal passieren, ne? Ja, Sonne, bleib ein bisschen bei uns. Hier war Matthias auf seiner Reise von Hamburg nach Tübingen. Ich kann euch mal seinen Kanal verlinken in die Infokarten. Der heißt Saftrad, aber kennt ihr wahrscheinlich schon. Und da vorne wartet die Anne. Was Hast hast du du? gerade gesagt, du hast eine Patenkuh gehabt? Ja, ich hatte eine Patenkuh. Aha. Eine Patenkuhschaft. Meine kleine ehemalige Bäuerin. Vor uns liegt Nürtingen. Wir müssen gerade bei Köngen einmal vom Neckar weg, weil da war eine Baustelle. 500 Meter oder so. Dann sind wir gleich wieder da.
Das ist ein 100-Wasserhaus. Wir sind wieder auf dem Entsorgungshof mit diesem Kran. Ja, wir sind in Esslingen angekommen. Weit ist es nicht mehr. Nach 90 Kilometern endet jetzt der zweite Tag unserer Neckartal-Radweg-Tour. Und wir starten morgen hier wieder an gleicher Stelle. Genau, wünschen euch noch einen schönen Abend und sagen bis morgen früh. Bis morgen früh. Tschüss. Ciao.